Ich habe gelogen. Keine Ahnung, ob das dann noch hält. Es ist einen relativ großen Schatten wirft und der hat 21700er Zellen. Ich habe kompletten Quatsch erzählt. Wirklich langsam. Hitzeproblem im Akku und dann kommt kein Kickback. Ihr habt mich zu dieser Stellungnahme gezwungen. Es sind mehr als 10 Punkte auf der Liste, die müssen wir uns anschauen. Also legen wir los. Für alle, die das erste Video nicht gesehen haben, lohnt sich dieses Video trotzdem, weil du erfährst eine Menge Dinge, die wir beim ersten Mal nicht gesagt haben oder vielleicht auch falsch gesagt haben. Denn ich habe mir diesen Akkuschrauber angeguckt und der ist komplexer, als ich dachte. Aber lass uns einfach mit Punkt 1 anfangen. Ich habe kompletten Quatsch erzählt in meinem Video und zwar habe ich euch gesagt, hier ist ein ganz anderer Akku drin, als dass er hier eigentlich drin ist. Wir haben hier den neuen 5 Ampere-Stunden Akku von Parkside und hier ist es so, wir haben hier ganz klassische 18650er Zellen drin. In meinem Video habe ich aber quasi gelogen, dann habe ich gesagt, das sind 21700er und ihr habt gesagt, Mensch Sebastian, was erzählst denn du da? Und genau so ist es auch. Wenn wir uns den jetzt hier anschauen, ergo, wir nehmen das Gehäuse ab, macht ihr das bitte nicht, das ist nur was für mich, weil da besteht schon wirklich Gefahr, das Ganze kaputt zu machen oder euch zu verletzen. So, was steht hier unten drauf? Ganz einfach nicht 21700er, sondern 18650er, aber wir haben hier 2500 Milliampere. Ergo, wenn wir uns hier einen 4 Ampere-Stunden angucken, die Farbe ist egal, hier sind es auch dieselben Zellen, aber wir haben hier nur 2000 Milliampere. Ergo, ich habe gelogen, tut mir leid, das sind die richtigen Informationen. 132 Grad. Dieser Akku wird irre heiß. Darüber müssen wir reden. Ich habe eine 1 Meter Schraube genommen, habe angefangen zu schrauben und nach einem Drittel hat er abgeschaltet wegen Hitzeproblem. Und was haben wir gemacht? Sofort Akku hin, das Ganze raus, Akku aufgeschraubt und haben hier wirklich mal geguckt, wo ist denn der Hitzepunkt? Der Hitzepunkt ist hier unten. Der Akku hier unten wird gar nicht so heiß. Aber wenn man sich das hier anschaut, an der Stelle ist es so, dass wir 132 Grad gemessen haben. Irre heiß. Natürlich haben wir da normalerweise ja diese Hülle hier oben drüber. Damit haben wir immer noch Folgendes gemessen und zwar 75 Grad an der Stelle. Das ist einfach so und das kann man nicht verleugnen. Das Ding wird richtig heiß. Und um das Ganze mal in Relation zu setzen, wir haben es auch mit dem Dewalt-Akkuschrauber gemacht. Auch dort bis zur Abschaltung, auch hier haben wir es aufgeschraubt und auch dort haben wir nachgemessen. Hier haben wir aber nur eine Temperatur gehabt von 75 Grad. Aber was heißt das denn? Ich bin der Meinung, Dewalt hat einfach eine andere Philosophie. Ich glaube, sie sagen einfach nicht heißer als 80 Grad und ganz neutral gesagt, bei Einhell scheint diese Toleranz einfach höher gesetzt worden zu sein. Und wie ihr das für euch wertet, das könnt ihr komplett frei entscheiden. Das ist einfach nur objektiv eine höhere Toleranz, eine höhere Temperatur. So ist es halt. Bleiben wir beim Akku und da habt ihr mich ja quasi überrannt. Ihr habt gesagt, Sebastian, natürlich kann man den einfach so nachkaufen. Und nein, zu dem Zeitpunkt gab es genau einen einzigen Shop. Ich kannte ihn nicht, sah ein bisschen dubios aus, ist er wahrscheinlich nicht. Aber inzwischen ist es so, der Akku ist verfügbar und danach hat sich das alles nochmal geändert. Aber als ich das Video gemacht habe, war es eben nicht so. Heute ist es so, dass es in einem Shop, im anderen Shop, da kostet 30, da kostet 50, als Akku-Set dann 99. Also da bewegt sich einiges, manchmal ist schon gar nicht mehr verfügbar. Also wenn du ihn haben willst, würde ich ihn jetzt kaufen. Dieser Akkuschrauber ist komplett der Preisbetrug. Was ist hier los? Letzte Woche haben wir ihn vorgestellt, da hat er 99 € gekostet und war somit im Angebot und ihr konntet ihn kaufen für 99 €. Jetzt kostet er 139 €. Also dieser Schrauber 139 €. Wobei ich sagen muss, ganz stimmt das eigentlich nicht. Denn im Shop gibt es ihn nicht als Bauforum 24 Edition, sondern als einfachen Akkuschrauber. Da fehlen nämlich genau 3 Dinge. Nummer 1, das Ganze hier sieht ein bisschen anders aus. Wir haben hier nicht diesen Aufdruck, aber trotzdem 3 Gänge. Nummer 2, hier ist das Logo nicht drauf. Nummer 3, hier hinten ist das Logo nicht drin. Na okay. Nummer 4, auch die Verpackung sieht anders aus, da haben wir hier das Logo nicht drauf. Aber für 139 € bekommst du den jetzt noch zu kaufen. Ist das Preisbetrug? Aus meiner Sicht nein. Wir hatten die erste Woche, da war es im Angebot, rein in die Läden, da konntest du ihn für 99 € kaufen. Super, aber es war vielleicht nur ein Anfang. Vielleicht war es auch nur einfach mal das Einstiegsangebot. Das ist aus meiner Sicht gut möglich. Vielleicht kommt er auch wieder rein zu dem Preis. Aber die Frage ist er seinen Preis wert? Und das schreibst du bitte mal in die Kommentare. Warum? Wir haben hier ein 12-Volt-Gerät mit rund 80 Newtonmeter Energie. 140 € jetzt im Shop. Okay, denn für den gleichen Preis bekommst du das Parkside Monster mit 150 Newtonmeter. Und jetzt würde mich deine Meinung interessieren. Der hier oder der große für den gleichen Preis? Und ich kann eure Kommentare schon hören. Sebastian, der 18 Volt ist doch irre schwer und der ist doch gar nicht vergleichbar. Ist das wirklich so? Mit 1,7 Kilo wiegt der 18 Volt ohne Akku schon ganz schön viel. Und was wiegt der hier? Naja, 1,3 Kilo, das sind gerade mal 400 Gramm weniger. Lass uns mal schauen, was wiegt ein herkömmlicher 12 Volt, ein kleiner, nämlich 12 Volt soll ja kompakt sein. 800 Gramm, das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Also da müsst ihr euch genau überlegen, was euch lieber ist.
Was die wenigsten wussten, das Ding hier hat mehrere Geheimfunktionen. Aber warum geht denn das nicht? Warte, ich guck mal in der App. Ah, klar, ich bin im Linkslauf. Boah, zum Glück habe ich die App. Aber jetzt nochmal im Ernst, du kannst wirklich in der App nachschauen, ob der nach rechts dreht und nach links dreht. Ist das ein Problem, dass das in der App drin ist? Nein. Ist das aus meiner Sicht überflüssig? Ja. Das sind noch ein paar andere Funktionen, die ich überhaupt nicht verstehe. Eco-Modus, Power-Modus, nirgendwo erklärt. Aber ihr müsst wissen, ob ihr die App benutzt, ob ihr das alles einstellen wollt oder ob ihr einfach nur schrauben wollt. Das kann ihr ja trotzdem. Und übrigens auch in diesem Video gibt es wie immer ein Gewinnspiel. Schreib einfach mal unten deine Meinung in die Kommentare und schon bist du dabei. Aber wir haben ja noch eine weitere Funktion, die wirklich genial ist. Wir haben eine integrierte Kühlfunktion. Dieses Gerät kann bei Volllast richtig heiß werden. Wunderbar. Aber das ist gar kein Problem, denn wir haben eine integrierte Kühlfunktion. Wir haben einfach diesen Knopf, stellen es auf 2, machen ihn an. Und auch wenn das bei euch jetzt rüberkam wie ein Spaß, nee, ist es eigentlich gar nicht. Denn es ist ja wirklich so, so ein Akkuschrauber kann auch mal wirklich sehr heiß werden und dann solltet ihr ihn auch kalt laufen lassen. Das könnt ihr mit diesem Trigger, den ich beim letzten Video nicht erwähnt habe, wirklich machen. Ihr könnt einfach raufdrücken, er läuft dauerhaft und schon habt ihr hier eine Kühlung. Das ist keine dumme Idee. Ein anderes Anwendungsbeispiel wäre zum Beispiel, du willst Beton rühren, damit kannst du es machen. Du willst beim Grillen deinen Spanferkel immer wieder umrühren, auch kein Problem. Oder so eine kleine Wasserpumpe für einen Akkuschrauber, den du vorne drauf steckst, das kannst du natürlich auch dann eine ganze Weile laufen lassen. Hunderte Kommentare zum Thema zweitem Gang. Sebastian, das hast du vergessen. Sebastian, warum hast du das nicht gemacht? Deswegen habe ich das Ganze nachgetestet. Ihr wolltet wissen, was ist die maximale Schraubengröße, die einen zweiten Gang schafft. Und das Ergebnis ist wirklich erstaunlich. Der Flex und Dewalt haben ja genau diese Schraube 9x500 ohne Probleme reinbekommen. Und ich muss euch leider enttäuschen, der Parkside hat nicht mehr und nicht weniger geschafft als genau der Flex oder der Dewalt. Wir haben hier eine 9x500er Schraube, die hat er ohne Probleme versenkt. Bei der nächstgrößeren Größe, bei der 13x600, hat er es eben nicht mehr geschafft. Im zweiten Gang keine Chance. Die bekommt er so nicht rein. Die anderen beiden allerdings auch nicht. Wir haben das Gerät hier übrigens mit 4 Ampere und mit 5 Ampere gemessen. Mit 5 Ampere kann man 5 cm weiter rein. Aber beim Massentest wurde es richtig interessant. Zweiter Gang, 10x200 in Masse geschraubt. Und jetzt wurde es verrückt, kann man eigentlich schon sagen. Nämlich, wir haben geschraubt. Ab der 30. Schraube wurde es sehr mühsam. Was ist passiert? Wahrscheinlich war der Akku wieder zu heiß. Oder nein, er war wieder relativ heiß. 62 Grad, 65 Grad. Und er hat abgeschaltet. Und zwar regelmäßig. Er hat immer wieder, wir haben 1, 2 Schrauben mal geschafft, 10 Sekunden abgeschaltet, ein bisschen geschraubt, wieder abgeschaltet, wieder ein bisschen geschraubt. Oh, nervig. Das Ganze hat er durchgezogen bis 51 Schrauben. Bei 51 Schrauben waren wir schon bei 20 Minuten und das schon echt mühsam. Und jetzt war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen den Akku wirklich leer schrauben. Also haben wir den nochmal abkühlen lassen und haben dann später nochmal 7 Schrauben hinterher schrauben können. Waren da aber locker und ganz weit über 20 Minuten. Und jetzt lasst uns das mal in Relation setzen. Das geht ja um das Thema Geschwindigkeit im zweiten Gang und was schafft er eigentlich. Hier bei Dewalt war es so, dass er 69 Schrauben auch mit 5 Ampere geschraubt hat, aber dafür nur 11 Minuten gebraucht und ist nicht abgeschaltet. Und Flex hat auch mit einem 5 Ampere-Stunden Akku 53 Schrauben geschafft und das in unter 15 Minuten. Aber um das mal ganz klar einzuordnen, das Gerät schraubt, das hat auch eine Menge Schrauben geschafft. Es hat einfach ab und zu mal abgeschaltet. Und die Abschaltung haben wir ganz klar in die Zeitmessung mit reingetan, denn alle Geräte haben immer geschraubt und hatten dieselben Testbedingungen. Wenn er abgeschaltet hat, war es halt in der Zeitmessung mit drin. Ist halt so. Also um das nochmal ganz klar zu sagen, alle hier haben rund 450 Umdrehungen. Und wenn du so eine kleine Minischraube nimmst, sind sie wirklich alle gleich schnell. Beim Thema LED streiten sich ja wirklich die Geister. Braucht man das? Nee. Tut's weh? Auch nicht. Aber wir müssen über ein anderes Thema sprechen und da habt ihr auch mich gebeten, messt das bitte nochmal nach und da habe ich auch einige kritische Kommentare gesehen. Nämlich, das Thema LED ist schön und gut, aber das ist ja dafür da, um das hier vorne auszuleuchten. Das hat ja keinen Selbstzweck, sondern es geht ja wirklich darum, dass du den Punkt, an dem du arbeitest, ausleuchten kannst. Und da haben wir ein riesiges Thema, nämlich das Ding ist so lang, dass die LEDs hier irgendwie ja vorbeileuchten müssen. Die können ja gerne einen Bogen machen. Aus dem Grund wirft er halt ewig lang noch einen Schatten und der Punkt, an dem du schraubst oder
bohrst, wird eigentlich nicht wirklich ausgeleuchtet. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal ohne Bohrfutter. Und wenn ihr jetzt seht, wir haben hier einen irren Schatten und ich gehe höher, 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 höher und jetzt seht ihr, bei 15 Zentimetern ist es erst so, dass wir keinen Schattenwurf mehr haben. Liegt eben daran, dass die LEDs so weit außen und gerade eben nicht hier unten angebracht sind. Und was haben wir jetzt für eine Folge? Ich stecke jetzt hier mal ein Bit rein und wenn ihr jetzt seht, erst hier hinten haben wir keinen Schatten mehr. Das heißt, bei normalen kleinen Schrauben schraubt ihr eigentlich immer ins Dunkel. Noch schlimmer ist es eigentlich, wenn wir jetzt das Bohrfutter aufsetzen. Auch hier seht ihr, wie krass das Ganze ist. Erst bei 22 Zentimeter ist es so, dass wir keinen Schatten mehr haben. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich nehme jetzt hier meinen größten und längsten Holzbohrer, zumindest den breitesten, den ich gerade hier so gefunden habe. Und dann sehen wir Folgendes. Bei 22 Zentimeter haben wir hier erstmal keinen Schatten mehr. Das heißt, auch dann bohrst du immer ins Dunkel. Und um euch mal einen Vergleich zu geben, nehme ich mal den Flex ohne Aufsatz mit nur einem Bit drin und du siehst, das wird auf bis 2 mm heran wunderbar beleuchtet, gar kein Problem. Wenn ich jetzt das Bohrfutter draufsetze und dann direkt ein Bit dort einsetze, also wirklich ganz kurz, wird es perfekt beleuchtet. Mit einem Bohrer sehen wir überhaupt gar kein Problem. Aber was ist jetzt genau der Unterschied? Diese LED ist wesentlich weiter entfernt und kann das hier sehr gut ausleuchten. Hier ist es sogar noch besser. Hier wird es von unten nach oben geleuchtet, da kann gar nichts verdecken. Ich weiß, in den Kommentaren war das ein Riesenthema. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass das so ist. Wenn ihr in der Regel normal beleuchtet arbeitet, dann ist das gar kein Problem und stört euch überhaupt nicht. Ihr wolltet das Thema Rundlauf noch mal sehen, gar kein Problem. Ich habe hier einen Prüfstift eingesetzt, habe das Ganze gemessen und was war? Für ein Gerät mit Wechselbohrfutter ist das wirklich erstaunlich genau. Da kann man nichts sagen. Diese kleine Abweichung, die wir haben, ist aus meiner Sicht vollkommen okay. Und zum Schluss muss ich auf eines der wichtigsten Themen eingehen, nämlich ihr habt in Massen, aber wirklich in Massen gesagt, Sebastian, du hast das Gerät künstlich schlecht geredet und künstlich irgendwie dahergeredet. Nein, es ging mir wirklich darum, euch zu zeigen, was kann das Gerät und was kann es nicht. Und natürlich habe ich es im Grenzbereich gezeigt. Ich habe ganz bewusst gesagt, Mensch, ich habe hier riesige Schrauben. Nutzt man das? Nee, nicht wirklich. Aber ich wollte euch zeigen, was kann man und was kann man eben nicht mit dem Gerät. Schaut euch gerne das Originalvideo nochmal an. Da ist mehr als die Hälfte vom Video ist positiv. Ein Viertel danach ist Test und dann kommt noch ein Viertel, wo ich die negativen Punkte aufgezählt habe. Also es geht wirklich darum, ich möchte euch sagen, ich wollte das Gerät neutral darstellen. Und neutral aus meiner Sicht ist es wirklich so, dass es hier Parkside geschafft hat, mit diesem Gerät eine Marktlücke sich selbst zu bauen. Denn niemand braucht dieses Gerät. Aber ist es trotzdem vielleicht cool? Ja. Denn man muss wirklich sagen, natürlich kannst du in dieser Größe, in der Preisklasse und in der Gewichtsklasse einen 18-Volt-Schrauber nehmen. Und dann fragte ich mich wirklich, naja, aber 18 Volt hat einen riesen Vorteil, dass der Akku wesentlich leistungsfähiger ist, dann soll ich doch eigentlich keinen 12 Volt nehmen. Das heißt, die Frage ist doch wirklich, für wen ist das ein Akkuschrauber? Wenn du sagst, das Akkusystem ist mir egal, würde ich, um so viel Kraft zu haben, eher für 130, 140 Euro einen 150 Newtonmeter, einen 18 Volt vielleicht von Parkside kaufen oder für einen anderen Hersteller. Wenn du aber sagst, ich möchte unbedingt im Parkside 12 Volt Segment bleiben und ich möchte einen starken Akkuschrauber haben, dann kann das absolut das richtige Gerät für dich sein. Entscheidet bitte selber, schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, was findet ihr richtig gut an dem Akkuschrauber und was findet ihr richtig doof und sagt ihr vielleicht kaufen oder nicht kaufen. Wir lesen uns dort und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.